Moin und willkommen zurück bei den PS-Tipps. Heute einmal das Thema Windschutzscheiben. Da wollen wir uns einmal genauer ansehen, wie die verpackt werden bei uns, wie die bei euch ankommen, wenn ihr die bestellt. Und dann gehen wir weiter auch noch auf ein paar Eigenschaften und Bauarten ein. Wollen wir die mal rausholen. Was die Markierungen hier auf den Scheiben angeht, da steht immer einiges drauf, oft nicht ganz so ersichtlich, was das eigentlich alles bedeuten soll. Am wichtigsten für uns ist erstmal die E-Markierung, das ist die Freigabe für den europäischen Markt. Steht auch drauf, welches Land das freigegeben hat. Nummer 4 in dem Fall wären das die Niederlande. Wir haben eine DOT-Markierung, das gibt den Hersteller des Glases an. Die Regulierungsnummer 43R zum Beispiel betrifft diese Art von Scheibe. Weiter haben wir auch noch die CCC-Markierung und die AS1-Markierung, das betrifft dann den chinesischen und US-amerikanischen Markt. Über der E-Markierung sehen wir hier diese 2 Striche. Das sind keine 2 Striche, das ist eine römische 2. Und das gibt uns Auskunft darüber, welche Bauart an Scheibe wir hier haben. In dem Fall ist das eine zweilagige Verbundscheibe. Hier sehen wir einmal, was mit dem Verbundglasbegriff gemeint ist. Wir haben hier 2 Schichten aus Glas, die verbunden sind mit einer Vinylschicht. Im Schadensfall, wenn uns mal was reinfliegen sollte, bricht das Glas zwar, wir haben viele Bruchstücke, aber diese Laminierungsschicht hält diese Bruchstücke zusammen, so dass sie nicht durch die Gegend fliegen können und noch weiteren Schaden anrichten können. Was Komfort und Sicherheit angeht, haben viele Scheiben heutzutage eine integrierte Scheibenheizung. Da sehen wir einmal hier den ersten Anschluss. Und wenn wir hier rüber gehen, sehen wir hier den zweiten Anschluss. Ganz wichtig beim Austrennen der Scheibe, falls wir mal einen Schaden haben an der Scheibe selber oder im Bereich der Scheibe, wichtig vorher die Anschlüsse trennen, damit wir die Kontakte nicht beim Austrennen auch noch beschädigen. Und wenn wir hier einmal schauen, sehen wir ja auch die eingelassenen Drähte, die Heizdrähte, die dann dafür sorgen, dass die Scheibe bei allen Wetterlagen auch frei bleibt. Da Elektronik und Sensorik für neuere Fahrzeuge auf jeden Fall immer wichtiger wird, sind viele Scheiben schon vorbereitet für die entsprechenden Sensoren, Lichtsensoren, Regensensoren zum Beispiel. Ein weiteres Merkmal von neueren Scheiben ist auch, die sind hier so schwarz abgesetzt. Da kann man wirklich einfach dran sehen, dass diese Scheiben eingeklebt werden. Das Einkleben dichtet nicht so besonders gut ab, sondern hat auch wirklich eine sicherheitsrelevante Funktion, weil diese Scheiben durch das Einkleben die ganze Fahrgastzelle mit stabilisieren, von daher das Fahrzeug ein bisschen sicherer machen. So, hier haben wir nochmal ein Beispiel einer weiteren Variante an Windschutzscheibe. Diese hier ist beispielsweise leicht grün abgesetzt an der oberen Seite. Da gibt es die unterschiedlichsten Tönungsvarianten. Wir haben hier aber keine schwarze Umrandung. Das heißt, wir brauchen hier so eine Gummidichtung, bei dem die Scheibe hier eingesetzt wird. Auf der anderen Seite wird die in den Rahmen gesetzt. Das ist eher bei älteren Fahrzeugen der Fall. Heutzutage, um die Sicherheit nochmal zu verbessern, werden die eingeklebt, um die ganze Fahrgastzelle zu stützen. Bei den älteren Fahrzeugen war das noch nicht der Fall. So, falls ihr noch weitere Fragen habt, Hilfe braucht beim Identifizieren der unterschiedlichen Modellvarianten, könnt ihr euch jederzeit an unseren Helpdesk wenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.